Ich heiße Marta Gradolińska, ich komme aus Polen und ich bin Dirigentin. Als Dirigent muss man einerseits die Emotionen haben, aber andererseits ist man für die Aufführung verantwortlich, um diese 80 Menschen, die vor einem stehen, und muss Klarheit und Ordnung muss da auch sein. Ich war so Teenager, 15, 16, und es ist durch ein Chor meiner Musikschule angefangen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Chorleiterin. Die Projekte waren sehr interessant und sie hat einfach die Proben so schön geleitet, dass es hat mich interessiert. Und sie hat mir auch den ersten Unterricht gegeben, als so Privatstunden, von ein bisschen Dirigiertechnik über ein Jahr. Und es war eigentlich auch ihr Vorschlag, dass ich Dirigieren studieren könnte. Halt Chordirigieren damals kam in Frage. Aber ich war ein bisschen so mehr ehrgeizig und ich wollte das, was am schwierigsten ist, versuchen. Und es hat geheißen, Orchesterdirigieren für Frauen geht nicht. Und das wollte ich eben versuchen. Claudio Abbado ist sehr wichtig als Vorbild für mich, aufgrund von seiner Verbindung mit Orchester und seine Art, wie man Kammermusik ins Orchestermusizieren hineinbringt. Und eben ich glaube, mit ihm hat es wirklich aufgehört, diese Idee, dass der Dirigent nur ein Chef und ein Tyrann ist und sagt, wie alles sein soll. Und er hat einfach die Musikalität und Fähigkeiten von Orchestermusiker irgendwie gesehen und besser gemacht. Und das, finde ich, ist wirklich unsere Aufgabe. Sonst auch, ich hatte viel Glück, mit Nicolas Harnoncourt zu arbeiten im Arnold Schönberg Chor. Und es war seine Interpretation und seines Wissen über Musikkontext, Musikgeschichte war unglaublich. Und ich versuche auch ein bisschen ihn versuchen nachzumachen, indem ich schaue immer aufs Kontext und auf eben historische Praxis beim Musizieren. Das wirklich stressige Moment ist die erste Probe, vor allem beim neuen Orchester. Das ist mein Auftritt eigentlich. Ja, die ersten paar Sekunden, paar Minuten, wo es sich entscheidet, wie läuft die ganze Woche, habe ich Vertrauen, wird das jetzt gut sein. Und zum Konzert, es ist dann, sage ich immer, für mich ist es schon nur Spaß. Und dann fängt wirklich die Arbeit fürs Orchester. Also es dreht sich um. Sehr oft, es wird eigentlich verlangt, dass man eben nur etwas zum Aufführung bringt. Es ist okay, es ist nicht schlecht, es ist nicht besonders interessant, aber es passt so. Und das, finde ich, ist wirklich eine Tragödie, weil darum geht es. Wenn man sowas will, kann man auch Radio hören. Es kommt immer aufs Orchester an, inwiefern sind die elastisch und bereit, auch mitzumachen in kurzer Zeit. Und auf die eben Dirigiertechnik. Wie viel kann man einfach im Augenblick mit den Gästen, mit dem Gesicht verändern? Weil das ist halt Dirigieren, ja, nicht nur proben und sagen und belehren, wie man probt, wie man spielt. Da ist man ein Kapellmeister, da ist man ein guter Lehrer. Aber wenn man auch ohne Probe in der Aufführung etwas in den Klang, das Tempo ist egal, aber vor allem den Klang und die Emotionen verändern kann, dann ist man wirklich Dirigent und guter Dirigent. Selbstverständlich, es gibt auch Situationen, wo es gibt kein Vertrauen vom Orchester oder das Orchester ist nicht gewöhnt an solche Arbeit. Aber es gibt sehr viele wunderbare Ensembles, die das eben mögen und auch machen mit.
Also es ist, ja, um die Frage zu beantworten, ja, es ist möglich, eine Handschrift zu haben. Und ich glaube, als Dirigent muss man einen haben, weil ohne Persönlichkeit braucht man den Job nicht machen. Ja, jetzt habe ich ein großes Glück und eine Ehre. Ich werde Young Conductor in Association bei Bournemouth Symphony Orchestra. Und ich finde, es ist eine wunderbare Stelle für mich momentan, weil einerseits bin ich Assistentin von allen Dirigenten, die herkommen, aber andererseits habe ich sehr viel selbst zu dirigieren. Im Saison und auch Schulkonzerte, auch es gibt einen Meisterkurs, den ich leiten soll und einen Kompositionswettbewerb, wo ich auch im Jury mitwirke. Also ganz viele spannende neue Ansätze, die ich sehr gerne machen werde.